Salam alaikum ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Dessert-Video von mir. Heute gibt es einen köstlichen, gesunden, roh-veganen No-Bake-Cake, einen Erdbeerkuchen für den Sommer, den man nicht backen muss. Der Boden besteht aus Nüssen und Datteln und die Creme wird unter anderem aus Cashewmus und Erdbeeren hergestellt. Ein super gesunder, köstlicher Genuss, bei dem man kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man diesen Kuchen verzehrt. Vielmehr tut man damit seiner Gesundheit sogar etwas Gutes. Gleichzeitig ist der Kuchen sogar noch super einfach herzustellen. Für die Creme werden wir dazu jetzt erstmal eine ganze Tüte Cashewnüsse einweichen. Am besten über Nacht, aber es würde auch schon eine halbe bis eine Stunde vorher ausreichen. Je länger man die Cashewkerne jedoch einweicht, umso zuträglicher für unsere Gesundheit werden sie. Für den Boden werden wir jetzt Mandeln und einige Paranüsse in der Küchenmaschine zerkleinern. Paranüsse sind eine sehr gute Selenquelle und Mandeln täglich verzehrt schützen uns vor Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einem zu hohen Cholesterinspiegel. Für den Kuchenboden benutzen wir also nur Nüsse und Datteln. Die Datteln halten den Kuchenboden zusammen, weil sie schön zusammenkleben und sie sorgen für ausreichend Süße. Wichtig ist aber, dass man ausreichend Datteln benutzt, damit der Boden wirklich zusammenhält. Ich hatte hier in diesem Beispiel zu wenig Datteln benutzt, deswegen war bei mir der Boden am Ende etwas bröselig. Das genaue Rezept mit den genauen Angaben werde ich euch jedoch in der Infobox wie immer mitteilen. Daran werdet ihr dann auch die richtige Mengenangabe für die Datteln erfahren. Jetzt fetten wir eine kleine Springform ein. Ich hatte hier jetzt Butterschmalz dafür verwendet, aber man könnte natürlich auch Kokosöl verwenden, damit der Kuchen wirklich roh vegan sein wird am Ende. Dann wird die Dattelnussmasse hier einfach flach gedrückt in dieser Springform. Aber wie gesagt, ich hatte halt etwas zu wenig von den Datteln benutzt. Wichtig ist, dass die Masse am Ende relativ klebrig sein wird zwischen den Fingern. Das spürt man dann. Man könnte die Nuss-Dattelmasse auch an den Seiten hochdrücken, um einen seitlichen Rand für den Kuchen herzustellen. Die Springform stellen wir zur Seite und die eingeweichten Cashewnüsse werden kurz durchgespült und dann geben wir sie in den Vitamix. Da ich nur einen kleinen Vitamix habe, habe ich die Creme jetzt in 2 Schritten hergestellt. Erstmal nur die Hälfte der Cashewnüsse in den Vitamix gegeben und dazu habe ich gefrorene Erdbeeren hinzugegeben. Das ist aber ein Fehler, das möchte ich euch auf gar keinen Fall empfehlen. Wir haben gerade noch Vanilleessenz hinzugegeben, wie wir gerade gesehen haben. Und dann kommt noch Kokosöl hinzu, der ist hier jetzt im Sommer natürlich schon flüssig. Gefrorenen Erdbeeren jedoch werden dann dieses Kokosöl erhärten, sodass es dann mit dem Mixen nicht so gut klappt. Deshalb sollte man unbedingt frische Erdbeeren verwenden. Ich hatte hier jetzt noch Xylit hinzugegeben, aber den würde ich auch mit Ahornsirup ersetzen, weil wir dadurch dann ausreichend Flüssigkeit erhalten, um daraus diese Creme herzustellen. Ich musste dann die gefrorenen Erdbeeren erstmal auftauen lassen, bevor das dann geklappt hat. Im zweiten Durchgang habe ich dann aber frische Erdbeeren verwendet. Dann wieder das Kokosöl dazu und dann eben Ahornsirup von Bio-Qualität. Also wie ihr seht, jetzt der zweite Durchgang, das ist der richtige. So solltet ihr das dann auch handhaben. Man sieht dann auch gleich, die Farbe der Creme ist eine sehr viel schönere als die erste Creme, die keine so schöne pinke Farbe bekommen hat von den gefrorenen Erdbeeren. Aber wie gesagt, das genaue Rezept mit den richtigen Mengenangaben und den richtigen Zutaten werde ich euch sowieso noch in der Infobox mitteilen. Und wie wir sehen, kommt jetzt die Creme hier auf den Boden, wird nochmal schön glatt gestrichen und dann mit einer Frischhaltefolie versehen eingefroren für etwa 3 bis 6 Stunden oder auch über Nacht. Ihr könnt ihn aber auch einfach nur im Kühlschrank über Nacht stehen lassen, das geht genauso gut. Einfrieren hat nur den Vorteil, dass man ihn dann hinterher besser aus der Springform lösen kann. Ja, und dann könnte man den Kuchen richtig schön mit Erdbeeren und einigen Minzblättern verzieren. Wir sehen also, welch ein wunderschönes Kunstwerk man aus diesem Kuchen herstellen kann. So sieht er sehr schön fürs Auge aus, welches ja bekanntlich mit ist und schmecken tut er ganz besonders köstlich. MashaAllah. Und das Tolle dabei ist, dass er gleichzeitig so überaus gesund ist. Zwar zählt jetzt dieser Kuchen nicht zu den Low-Carb-Desserts, da er Datteln und Ahornsirup beinhaltet, jedoch isst man natürlich nicht den gesamten Kuchen auf einmal, von daher würde er sich trotzdem für eine Low-Carb-Ernährung eignen, sofern man sich mit einem Stück am Tag begnügt. Ja, und was die gesundheitlichen Vorteile dieses leckeren, rohköstlichen No-Bake-Cakes betrifft, sind die folgenden. Mandeln in Rohform sind reich an Nähr- und Vitalstoffen. Sie schützen laut anerkannten Studien vor Diabetes, senken den Cholesterinspiegel, stärken die Knochen, enthalten auch gesunde Fettsäuren.
mindern Symptome des metabolischen Syndroms und wirken basisch und präbiotisch auf den Organismus. Paranüsse sind eine sehr gute natürliche Selenquelle. Nüsse sind grundsätzlich ideale Nährstofflieferanten. Sie schützen Herz und Gefäße, sie schenken Antioxidantien, sind reich an Folsäure und Magnesium, sie schützen vor hohen Homozysteinwerten, sie sind wertvolle Proteinlieferanten, sie senken das Diabetesrisiko, beugen Gallenstein vor, sollen vor Krebs schützen und machen den Kopf klar. Für die Leistungsfähigkeit des Gehirns sind Nüsse unersetzlich. Nicht umsonst heißt die Mischung aus Trockenfrüchten und Nüssen Studentenfutter. Nüsse enthalten Cholin und Lecithin, Bausteine von Botenstoffen, die das Gehirn für seine Arbeit benötigt. Und da Cashewkerne zu den besten L-Tryptophan-Lieferanten überhaupt zählen, und da sie zudem noch interessante Mengen B-Vitamine enthalten, die als nervenstärkend gelten und im Falle des Vitamin B6 sogar die Symptome bei Depressionen verringern können, dürfen die kleinen Kerne als ideale Nervennahrung bezeichnet werden. Und auch Datteln enthalten die Aminosäure Tryptophan, die eine wichtige Rolle bei der Bildung von Melatonin spielt, weshalb sie gut bei Einschlafproblemen hilft, abgesehen von ihren vielen anderen gesundheitlichen Vorteilen. Damit ist das Video beendet. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten, damit dieser Kanal fortbestehen kann. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Alaikum, eure Mariam.